Anfangs 2021, am Mittwoch, dem 6. Januar, hat WhatsApp auch mich benachrichtigt und informiert mich über weitergehend neue Datenschutzrichtlinien. Doch bevor ich sie ahnungslos akzeptiere, fragte ich mich zuerst, ob ich doch lieber auf einen anderen Messenger wechseln sollte. Es ist doch eigentlich unfassbar, wie sich WhatsApp als Chatplattform entwickelt hat, nicht wahr? Ich kenne fast keinen, der in meinem Alter diese App nicht installiert hat. Datenschutz und Privatsphäre werden bei Unternehmen wie Facebook, Google und Co. nicht immer ganz so groß geschrieben, wie die Werbung verspricht. Doch jetzt kommt ein 36-jähriger Mann aus Russland, verkündet auf einer Technologiekonferenz: For me and for most of my team, WhatsApp sucked most. We actually started as a... You say WhatsApp sucks? Absolutely. Und gründet Telegram, eine cloud-basierte mobile Messaging-App mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Geschwindigkeit. So verkauft sich zumindest das Unternehmen selbst auf ihrer Website. Ohne eine ernsthaft voreingenommene Haltung gegenüber dieser Plattform zu haben, fragen wir: Ist Telegram tatsächlich ein sicherer Messenger? Der 36-jährige Unternehmer, von dem vorhin die Rede war, heißt Pavel Durov, stammt aus Russland und trägt in den Medien den Namen russischer Mark Zuckerberg. Obwohl dies schon reicht, um skeptisch zu sein, vertrauen ihm Millionen von Menschen ihre Daten an. Dies nicht ohne Grund, denn Telegram agiert bzw. reagiert perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer und Durov nutzt seine politische Einstellung für PR-Zwecke. Mehr Freiheit für den Einzelnen, weniger Staat im Land. Der russische Liberalismus in Person. In seinem Heimatland hat Durov das Facebook Russlands VK.com gegründet und begann die Entwicklung von Telegram im Jahr 2013. Dieser Dienst gehört nicht nur zum Bereich Instant Messenger, sondern auch zu Social Media, denn ähnlich wie auf Facebook gibt es da eine halböffentliche Sphäre. Ähnlich wie auf WhatsApp gibt es sogenannte private Gruppen, die im Gegensatz zu WhatsApp mit knapp 300 Personen eine maximale Gruppengröße bis zu 200.000 Mitglieder erreichen kann. Telegram-Kanäle dienen als Einbahnstraßen ähnliche Chats. Im Unterschied zu den Gruppen können Teilnehmer in Kanälen auf Posts nicht direkt antworten, sondern können sie lediglich teilen. Sänger Xavier Naidoo, Koch Attila Hildmann und die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann gehören zu den beliebten Influencern auf Telegram. Sie tragen unter anderem dazu bei, dass diese Chats vom Verschwörungstheoretiker-Stigma behaftet wird. Instagram löscht Posts, die gegen ihre Regeln verstoßen. Meine Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Falsch ist diese Aussage nicht, denn dass die Plattformen wie Twitter oder Instagram nach ihren Richtlinien moderieren, ist eine Einschränkung. Telegram hilft zwar staatlichen Behörden bei Urheberrechtsverletzungen, Terrorpropaganda und Kinderpornografie, setzt jedoch keine Grenze bei der Redefreiheit politischer Grauzonen. Gesetze in deutschsprachigen Ländern wie zum Beispiel die strafrechtliche Rassendiskriminierung oder die Leugnung des Holocausts greifen bei Telegram nicht. Auf der russischen Facebook-Page vk.com gibt Pavel Durov sogar an, dass das Blockieren von Telegram als eine App in Russland illegal sei und dass sie aus diesem Grund weiterhin auch in Russland verfügbar bleibe. Eine Aussage, die an Manipulation nicht zu überbieten ist. Die russische Regierung wäre definitiv in der Lage, diesen Messenger zu blocken, tun sie aber nicht. Und dies sicherlich nicht aus Nächstenliebe, sondern aus eigenen Interessen. Es lässt sich stark vermuten, dass gespeicherte Daten, die auf Telegram verzeichnet werden, den russischen Behörden vorliegen, um die Kontrolle über die Gesellschaft Russlands zu behalten. Hier bröckelt das Bild von Pavel Durovs Liberalismus. Das Prinzip der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist vielleicht das Argument für Telegram und wird von den Benutzern als ein gutes Feature gelobt. Anstatt dass eine Nachricht per App ungeschützt gesendet wird und somit für Hacker und Angreifer lesbar wäre, nutzt Telegram eine Verpackungstechnik. Jeder Nutzer besitzt einen privaten Schlüssel, der auch auf dem Server von Telegram online ist. Als Absender einer Nachricht wird der öffentliche Schlüssel, also die Kopie auf dem Server, für eine Zeichenverschlüsselung genutzt. Sobald der Empfänger die Nachricht empfangen will und kann, entschlüsselt er mit seinem eigenen privaten Schlüssel die Botschaft und ist für ihn dann lesbar. Diese Technik nutzt nicht nur Telegram, sondern auch WhatsApp und ist somit nicht mehr besonders. Im Übrigen ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Telegram standardmäßig ausgeschaltet und kann nur über eine Drittfunktion genutzt werden. Wer sich darüber nicht bewusst ist, riskiert womöglich eine Sicherheitslücke in einem privaten Chat zu haben.
Zeit für ein Fazit. Telegram ist nicht sicher. Keineswegs. Allein die Tatsache, dass Kontakte und Daten gespeichert werden, um an Behörden, wenn nötig, auszuliefern, ist fragwürdig. Und die Punkte, die ich in diesem Video angesprochen habe, sind leider keine Details, die in Einzelfällen auftreten. Zusätzlich gibt es kein öffentlich einsehbares Impressum der Unternehmen und Telegram behält die Kontrolle über jedes einzelne eingetippte Wort, was im Chat geschrieben wird, denn bei Weblinks erscheint eine kurze Vorschau zum eingetippten Link, was bedeutet, dass das System das Textfeld immer wieder erneut abscannen muss. In anderen Worten, hinter dem raffinierten Interface von Telegram steckt mehr als nur freie Meinungsäußerung und das ist hiermit bestätigt.